In 14.000 Metern Höhe ist die Luft so dünn, dass kein Jäger mehr folgen kann. Kein Radar dieser Zeit reicht so weit. Kein Flakgeschütz trifft so hoch. Wer diesen Raum besitzt, fliegt unantastbar. Deutschland hatte Anfang der 40er Jahre ein Flugzeug, das genau dort oben flog. Es hieß Henschel HS-130. Es war das leistungsfähigste Höhenflugzeug der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. Es erreichte in der Erprobung über 13.000 Meter und es wurde nie eingesetzt. Kein einziger operativer Flug, kein einziger Aufklärungseinsatz, kein Bild, das je über gegnerischem Gebiet gemacht worden wäre. Das ist keine Geschichte über schlechte Technik. Es ist die Geschichte eines Flugzeugs, das an seiner eigenen Brillanz scheiterte und an einem System, das nicht in der Lage war, Brillanz in Wirklichkeit zu verwandeln. Den Ausgangspunkt dieser Geschichte bildet die Junkers Ju-86. Wer das Video zur Ju-86 kennt, weiß, Ende der 30er Jahre flog die Ju-86P in Höhen, die britische Jäger kaum noch erreichen konnten. 2 Maschinen überflogen im Sommer 1942 sogar London ungestört. Tagsüber, in fast 13.000 Metern, ohne dass die RAF etwas dagegen tun konnte. Aber die Briten zogen nach. Sie rüsteten ihre Spitfires auf. Höhenmotoren, größere Spannweiten, eigene Druckkabinen. Und die Ju-86 hatte ihr Limit erreicht. Das war kein konstruktives Versagen. Es war das Ende eines Konzepts. Das RLM hatte verstanden, was Höhe bedeutet. Unangreifbarkeit beginnt dort, wo kein Gegner mehr hinkommt. Und das Ziel war klar: ein Flugzeug, das in Regionen flog, in denen selbst ein weiterentwickelter Gegner keine Antwort mehr hatte. Kein Jäger, der abfangen konnte, kein Geschütz, das reichte. Nur das eigene Flugzeug und die Stille über den Wolken. Den Anstoß gab 1938 Dr. Seewald von der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt. Er fragte bei den Henschel-Flugzeugwerken an, ob man gemeinsam ein Höhenforschungsflugzeug bauen wolle. Zur Erprobung von Druckkabinen und Turboladern. Keine Waffe, kein Einsatzauftrag. Nur die Frage, wie weit kann man überhaupt gehen? Henschel baute 2 Prototypen. Sie hießen HS-128. Reine Forschungsmaschinen, ohne einziehbares Fahrwerk, ohne Bewaffnung. Aber das, was dort flog, fiel jemandem auf, der genau darauf gewartet hatte. Theodor Rohwedel war Kommandeur der Fernaufklärungstruppe der Luftwaffe. Er sah, was in der HS-128 steckte, und er überzeugte das RLM, Henschel mit der militärischen Weiterentwicklung zu beauftragen. Das neue Muster bekam die Bezeichnung HS-130A. 3 Prototypen wurden gebaut. Der erste hob im Mai 1940 ab. Die HS-130A war ein freitragender Ganzmetall-Tiefdecker mit Druckkabine, einziehbarem Fahrwerk und 2 Aufklärungskameras im Heck. Eine saubere, solide Maschine. Aber schon hier begann das Muster, das die gesamte Maschine dieser Baureihe bestimmen würde. Die geplanten Triebwerke, Daimler-Benz DB601D mit 2-stufigen Ladern, waren noch nicht serienreif. Henschel baute stattdessen den DB601R ein, einstufiger Lader, deutlich weniger Höhenleistung, 5 Vorserienmaschinen folgten, alle getestet, alle mit Problemen, keine einzige für den Einsatz freigegeben. Das RLM wollte mehr, also versuchte man mehr. Was dann entwickelt wurde, war technisch kühn, vielleicht zu kühn. Das Grundproblem jedes Höhenflugzeugs ist immer dasselbe. In großer Höhe fehlt Sauerstoff, für die Besatzung und für die Motoren. Die Druckkabine löst das erste Problem. Den Motor in 14.000 Metern mit ausreichend Luft zu versorgen, ist das zweite und das weit schwierigere. Die übliche Antwort war ein Turbolader oder ein Kompressor, der dünne Außenluft verdichtet und in die Zylinder drückt. Henschel und das RLM hatten eine andere Idee. Sie installierten einen dritten Motor im Rumpf. Nicht als Antrieb, ausschließlich dazu, einen riesigen Kompressor anzutreiben, der dann die beiden eigentlichen Flügelmotoren mit verdichteter Luft versorgte. Ein komplettes Triebwerk, das keinen einzigen Meter Schub erzeugte, sondern nur dafür da war, 2 andere Triebwerke am Leben zu halten. Das System hieß Höhenladerzentrale, HZ-Anlage.
Es war nicht einmal eine neue Idee. Dasselbe Prinzip hatte man 25 Jahre früher schon beim Zeppelin-starken R6 des Ersten Weltkriegs versucht, wo ein Mercedes-Motor einen Brown-Boveri-Kompressor antrieb. Damals blieb es ein Experiment, jetzt wollte man es in Serie bauen. In der Theorie war es elegant. Ein Motor übernimmt die gesamte Ladearbeit. Die Flügelmotoren, zwei Daimler-Benz DB603B mit je 1860 PS, laufen sauber, auch in extremen Höhen. Der Rumpfmotor, ein DB605T mit 1475 PS, tut nichts anderes als Luft zu pressen. Der Rumpf wurde nach vorn verlängert, um das Gewicht auszugleichen. Zusätzliche Lufteinlässe unter dem Rumpf versorgten den Hilfsmotor. Außerdem konnte man Unterflügeltanks mitführen. Treibstoff für 3 Triebwerke braucht entsprechend mehr Tankvolumen. Das Ergebnis war die HS 130E. Spannweite 33 Meter, Dienstgipfelhöhe über 15.000 Meter. Bei einem Erprobungsflug im Mai 1942 wurden 13.800 Meter erreicht. Kein anderes deutsches Muster dieser Klasse kam so weit. Aber 3 Motoren bedeuten dreimal so viele Dinge, die schiefgehen können. Im November 1942 startete der zweite Prototyp der HS 130E zu seinem 7. Testflug. Ein Motor fing Feuer. Die Maschine war verloren. Dieser Moment ist mehr als ein Unfall. Er ist das Bild des ganzen Programms. Die HZ-Anlage war durchdacht, aber sie war auch hochkomplex, wartungsintensiv und in der Praxis nie vollständig zuverlässig zu bekommen. Jede Steigerung der Komplexität ist eine Einladung zum Scheitern. Aus dem Produktionsauftrag für 100 Serienmaschinen wurde ein Fragezeichen. Aus der Erprobung wurde endlose Fehlersuche. Und während die HS 130E festhing, liefen daneben noch weitere Entwicklungslinien. Gleichzeitig, nebeneinander, schlecht koordiniert. Die HS 130C war als Konkurrent für das Bomber-B-Programm entstanden. Ein völlig anderes Flugzeug. 4-köpfige Besatzung, ferngesteuerte Waffenstände, 4.000 Kilogramm Bombenlast. 3 Prototypen wurden gebaut. Dann wurde das gesamte Bomber-B-Programm gestrichen. Die DVL arbeitete parallel an einem eigenen Ladesystem für eine HS 130D, Argus, an noch einer anderen Variante. Das RLM plante eine weitere. Niemand koordinierte, welche dieser Linien wirklich zum Ziel führen sollte. Jede Stelle arbeitete an ihrer eigenen Lösung für dasselbe Problem. Und keine dieser Lösungen wurde je fertig, weil immer schon die nächste Variante in Planung war. Das Ergebnis? 6 Varianten von A bis F, keine einzige in Produktion, keine einzige im Einsatz. Die HS 130 scheiterte nicht, weil sie zu schwach war. Sie scheiterte, weil zu viele Stellen gleichzeitig entschieden, wie sie stark sein sollte. 1943 wurden die 7 Vorserienmaschinen der HS 130E0 fertiggestellt und flogen. Die HZ-Anlage blieb unzuverlässig. Der Produktionsauftrag wurde zuerst auf 30 Maschinen reduziert und dann vollständig gestrichen. Henschel machte noch einen letzten Anlauf. Die HS 130F, 4 BMW 801 TJ Sternmotoren. Aufgeladen, kein Hilfsmotor mehr, eine vernünftige Konsequenz aus allem Gelernten. Das RLM-Entwicklungsreferat war sogar überzeugt, es empfahl den sofortigen Bau. Aber 1943 war das nicht mehr so einfach. Strategische Rohstoffe wurden knapp und der BMW 801 TJ war selbst noch nicht ausgereift. Die Empfehlung blieb Empfehlung. Die HS 130F wurde nie gebaut. Was blieb, waren Prototypen und Vorserienmuster. 6 Maschinen insgesamt, kein Feindflug, kein Einsatz, nichts. Das leistungsfähigste Höhenflugzeug der deutschen Luftwaffe hat in diesem Krieg nicht eine einzige Mission geflogen. Es ist verlockend, das als Geschichte eines Versagens zu lesen. Aber das trifft es nicht ganz. Die HZ-Anlage war eine echte Idee. Die Druckkabine funktionierte. Die 15.000 Meter Dienstgipfelhöhe waren kein Papier. Sie waren real erprobt.
Das Konzept, einen Motor ausschließlich als Energielieferant für Lader einzusetzen, würde in abgewandelter Form Jahrzehnte später in modernen Triebwerksarchitekturen weiterleben. Was nicht funktionierte, war das System dahinter. Ein Programm, das 6 Varianten gleichzeitig verfolgte, ohne dass eine davon zur Reife kam. Ein Ministerium, das Aufträge vergab und widerstrich, Zulieferer, die an Technologien arbeiteten, die noch nicht serienreif waren, und ein Krieg, der schneller voranschritt als die Strukturen, die ihn lenken sollten. Die Ju-86 hatte gezeigt, was Höhe leisten kann. Die HS-130 sollte zeigen, wie viel weiter man gehen konnte. Und technisch gesehen hat sie das gezeigt. In der Erprobung, in den Protokollen, in den Messwerten. Nur eben nicht dort, wo es zählte. Das ist der eigentliche Grund, warum diese Maschine nicht als Kuriosum abgelegt werden sollte, sondern als klarer Beweis dafür, dass das Scheitern eines Flugzeugs meistens weniger mit dem Flugzeug zu tun hat, als mit allem, was um es herum entschieden wird. Wenn euch diese Geschichte interessiert hat, ein Abo hilft dem Kanal sehr. Ihr verpasst keine weitere Doku. Und wenn ihr Anmerkungen zur HS-130 habt oder selbst Quellen kennt, die wir hier nicht genannt haben, die Kommentare sind der richtige Ort dafür.